Das Projekt Memoria hat das Ziel, Geschichten zu sammeln. Es geht darum, den Mensch im Kontext historischer Ereignisse zu sehen und ihn in all seinen Rollen darzustellen. Peter Dräger hat viele dieser Rollen eingenommen. So war er im Laufe seines Lebens unter anderem Polizist, Büttenredner, Künstler und Zeitzeuge verschiedener Stationen deutscher Geschichte. Oh, ich kann mich noch erinnern, als unser Ältester geboren war, ich saß da im Warteraum vom Kreissaal, mir gegenüber noch 3 Herren, ein so ein dunkelhäutiger Mitbürger aus Kenia, ein Westfaler aus Münster und ein Rheinländer, das konnte man so an der Sprache hören. Und dann kam die Schwester rein, ging zu den 3 und sagte, herzlichen Glückwunsch, meine Herren, jeder von Ihnen hat einen strammen Stammhalter bekommen. Ja, da war was los. Er sagte, Moment, ich muss einen Tropfen Wermut in den Becher der Freude gießen. Wir haben uns mit dem Bändchen am Arm vertan. Und würden Sie vielleicht mal nachgucken, wer so verwandtschaftliche Ähnlichkeiten hat, damit wir keine Blutprobe machen müssen, ne? Der Westfale springt auf, rast da rein, guckt sich die 3 an, sagt er, hier, den nehme ich, den kleinen Schwatten da. Da sagt die Schwester, haben sich doch vertan. Der Schwarze darf doch nicht. Schwester, hören Sie auf zu reden, ich gehe kein Risiko ein. Meinen Sie, ich lasse mir so einen dämlichen Rheinländer unterjubeln? Ja. Herr Dräger, Sie sind im April 1933 in Paderborn geboren, als Sohn eines gelernten Hufschmiedes und einer Hausfrau, haben aber Ihre Kindheit während des Nationalsozialismus überwiegend in Gronau verbracht. Wie hat man sich das alltägliche Leben dieser Zeit vorzustellen? Wie viel Raum bleibt der eigenen Kindheit inmitten dieser von Ereignissen so heimgesuchten Jahre? Also, ob ich bewusst die nationalsozialistische Zeit richtig mitbekommen habe, möchte ich. Ich habe eine ganz normale Jugend gehabt. Behütetes Elternhaus, dann kam der böse Krieg, Vater war in Russland, Mutter musste für uns sorgen, für meinen Bruder und mich. Ja, und das habe ich, ich war Hitlerjunge, wie das allgemein üblich war. Jeder war das, jeder wollte das. Aber ich habe nicht unter dem Nationalsozialismus gelitten. Sie sind im Alter von 10 Jahren, wie gerade angemerkt, zum Jungvolk in Gronau gekommen und kamen dann so schnell mit militärischem Drill und Dienstgraden in Kontakt, die es damals dann so auch da gegeben hat. Das war eine ganz tolle Sache, das haben wir ja vorher schon gespielt. Heute spielen die Jungs, wenn sie überhaupt spielen, spielen sie Indianer und Cowboy. Und wir haben früher Krieg gespielt. Das war ganz normal. Wir haben Krieg geführt gegen die Nachbarsiedlung und die Nachbarstraße. Und die Schulen untereinander haben sich gekebbelt. Das waren stellenweise harte Gefechte, die wir da ausgeführt haben. Hatten Sie damals das Gefühl, dass die Ideologie, mit der Sie bei dem Jungvolk in Kontakt kamen, Sie in irgendeiner Form prägen konnte zu dieser Zeit? Und wenn ja, wie wurden Sie geprägt? Das kann ich eigentlich gar nicht sagen, dass mich das irgendwie auch für meine Zukunft geprägt hat. Im Gegenteil, nachdem ich erfahren habe, wie ich in der Schule, da wurde nicht so viel darüber gesprochen, weil ja auch viele Lehrer bei dem System noch tätig waren. Und dann, wie ich zur Polizei kam, da war natürlich schon mal staatsbürgerlicher Unterricht und da wurde natürlich darüber gesprochen. Also vorher habe ich das eigentlich gar nicht so bewusst mitbekommen. Mhm. Ich meine, ich will jetzt hier nicht auf den Putz hauen, aber ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Unrecht ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Und da ist Unrecht passiert. Und das hat mich natürlich im Nachhinein furchtbar wütend gemacht. Aber als Kind konnten Sie das natürlich... Aber als Kind konnte ich das ja gar nicht. Nicht begreifen. Es war doch schön, wir kriegten eine Uniform und wir kriegten Dienstgradabzeichen. Und das war doch eine herrliche Sache. Wir waren ganz wild darauf, einmal der Woche Dienst zu machen. Ne? Ich will kurz auf Ihre familiäre Situation eingehen. Und zwar kommt Ihre Familie väterlicherseits aus der Uckermark.
Ja. Ihr Vater diente nach dem Ersten Weltkrieg für 12 Jahre als Fahnenschmied in Paderborn. Welche Art Mensch ist er gewesen? Oh, was soll ich sagen? Wie gesagt, die ganz große Zeit, wo ich mit ihm zusammen war, die war eigentlich kurz bemessen, beziehungsweise in der Zeit bis 1939 zum Kriegsanfang habe ich ja keine großen Erinnerungen. Also ich habe einmal ein paar Ohrfeigen von meinem Vater gekriegt. Einmal. Und zwar, weil ich an seinem Heiligtum, seinem Fahrrad, eine Schramme gemacht habe. Aber das hat ihm nachher anschließend leid getan und er hat mir eine Tafel Schokolade geschenkt. Also ich habe von meinem Vater nie was am Nacken gekriegt. Von Mutter schon mal. War auch nötig, muss ich dabei sagen. Also Vater war eigentlich war sehr humorvoll. Ich würde sagen, war ein Schlitzohr. Und das haben Sie geerbt? Weiß ich nicht. Vielleicht das Einzigste und seinen Namen. Glauben Sie, dass Ihr Vater, da er ja nun militärisch geprägt war auch, dem Militarismus der NS-Ideologie ablehnend gegenüberstand? Oder glauben Sie, dass er das vielleicht anfangs... Er war eigentlich, das würde ich fast behaupten, er war mit Leib und Seele Soldat, klar. Und inwieweit er hinter dem System stand, kann ich auch nicht sagen. Er war auch Parteigenosse, weil er als Staatsbediensteter, als Zöllner, blieb ihm fast kaum etwas anderes über, wie das zu machen. Nicht? Aber er war nicht fanatisch, mit Sicherheit nicht. Und auch nach dem Krieg hat er sich eigentlich nie richtig darüber ausgelassen. Er hat eigentlich mit uns darüber, wir haben auch vielleicht nicht gefragt, aber von sich aus hat er nicht irgendwie was erzählt. Auch vom Krieg nicht. Wir mussten, wenn wir vom Krieg was erfahren wollten, was wir Jungs ja immer gerne gehört haben, wie das bei Jungs so üblich ist, er hat sich immer da rausgeredet. Ne? Er hat immer gesehen, dass er irgendwie das Thema gewechselt hat. Sie erzählten von einer Geschichte oder von einer Begebenheit, bei der er das nicht konnte, sich rausreden. Das war in Russland bei 40 Grad unter Null. Das hat er uns aber öfter erzählt. Ich vermute, das war eine Geschichte, die er sich selber ausgemalt hatte oder ein Witz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es praktisch, er hat bei 40 Grad unter Null nachts Wache gestanden und da sind dann 12 hungrige Wölfe über ihn hergefallen. Und mein Bruder hat dann gesagt, Vati, du hast doch voriges Jahr noch was von 6 Wölfen gesagt. Und da hat er dann gesagt, ja, das weiß ich, aber das waren 12. Damals wart ihr noch zu jung, da konntet ihr noch nicht die volle Wahrheit vertragen. Aber ich gehe das das ist eine Mehr. Na klar, natürlich. Aber auch noch. Ist lustig, aber es ist eine Mehr. Hat er denn in privatem Rahmen geholfen während der Zeit? Sie sagen, das Militärische hat er vielleicht angenommen oder dem stand er weniger ablehnend gegenüber, während er diesen Totalitarismus, dieser Ideologie vielleicht nicht vertreten hat. Aber hat er im privaten Rahmen, im Rahmen seiner Möglichkeiten Menschen geholfen, die unter diesem Regime... Also er war Zöllner an der Grenze in Gronau und er hatte sehr viele gute Bekannte, auch Juden in Holland, in Glarnerbrück und Enschede, mit denen wir auch familiär Kontakte hatten. Und da hat er sehr viele Tipps gegeben, dass sie sich verdrücken sollen, weil sie gesucht wurden und eventuell verhaftet wurden. Und das hat man ihm ja später dann auch angerechnet, nicht? Nachdem man ihn wegen seiner Parteizugehörigkeit nicht wieder einstellen wollte nach dem Krieg. Und dann haben die holländischen Zöllner eine Petition gestartet bei der Militärregierung in Deutschland oder bei der britischen. Und da war Vater innerhalb von 14 Tagen wieder Zöllner. Das fand ich unheimlich gut. Und das, was ich sagen, er ist vielleicht mit Überzeugung in den Krieg gezogen. Weil er gemeint hat, es wäre vielleicht eine gute Sache, unterstelle ich ihm mal. Aber ich kann nur sagen, mit dem Verlauf des Krieges, so nach der Hälfte des Krieges, da ist er total umgeschwenkt. Weil
kann ich das erzählen, dass mit dieser, wie er aus dem Urlaub kam und sich abends mit meiner Mutter unterhalten hat und gesagt hatte, Klärchen, wir haben den Krieg verloren. Und da hat sie gesagt, wieso? Da hat sie gesagt, ja, in der Wehrmacht ist der deutsche Gruß eingeführt worden. Die Soldaten haben nicht mehr so gegrüßt, sondern mussten den deutschen Gruß da machen. Und da hat er gesagt, jetzt haben die Parteibonzen das Sagen und die haben vom Kriegführung keine Ahnung und jetzt haben wir den Krieg verloren. Und dann hat meine Mutter gesagt, sprecht bitte nicht so laut, ich glaube, der Große schläft noch nicht. Und ich habe die Zusammenhänge doch gar nicht kapiert. Ja. Nicht, wenn jetzt zum Beispiel einen anderen Tag jemand zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, hör mal, dein Vater ist in Urlaub. Hat er was erzählt? Ja, hätte ich alle erzählt. Logisch. Weil ich ja gar nicht gemerkt habe, was das für eine Bedeutung gehabt hätte für meinen Vater. Wollen wir kurz auf Ihre Mutter eingehen? Ihre Mutter kam aus Köln, oder die Familie Ihrer Mutter kam aus Köln. Haben Sie Erinnerungen an Ihre Großeltern mütterlicherseits? Ja, ich meine, ich bin ja bei Oma und Opa bin ich ja mehr oder weniger groß geworden, weil meine Mutter ja in der Kantine beschäftigt war, in der Reiterkaserne in Paderborn. Ja, und Oma war für mich die Person überhaupt nicht. Sehr bisschen korpulent, aber eine unheimlich gemütliche, sprach Kölsch. Das reinste Dialekt. Und Ihr Großvater mütterlicherseits? Opa Fritz, der war einer der ersten Elektromeister Deutschlands. Der ist mit seiner gesamten Familie durch ganz Europa gereist und hat Elektrizitätswerke aufgebaut. London, Amsterdam, Brüssel, Paris in den Hauptstädten, Köln, in Deutschland weiß ich, Berlin ist er gewesen. Und dann ist er aber in Paderborn hängen geblieben. Da. Darum waren die ganzen Verwandten alle in Paderborn. Sie sind in Gronau zur Schule gegangen und waren dort 4 Jahre auf einer Gemeinschaftsschule, haben sich aber dann, so steht es hier, für die Adolf-Hitler-Schule interessiert. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wie war die Reaktion Ihrer Familie? War auch eine tolle Zeit, war das, nicht? Ich meine, der Unterricht, den wir da angeblich ganz normal bekommen sollten, auf der Adolf-Hitler-Schule, der fand statt. Aber beschränkte sich auch vielfach auf Exerzieren und Geländespiele. Und also es war schon, für uns Jungs war das eine tolle Sache. Wo fand das statt? In Seeburg am Chiemsee war das. Wie haben Ihre Eltern damals darauf reagiert, als Sie sich... ich kann das, also meine Mutter, weil ja Mütter das nicht so gerne haben, wenn so ein 10-Jähriger in die Fremde geht, nicht? Und dann... Also als Beispiel, es wurde dann immer gesagt, das, was so an Flickarbeiten auftritt, das wird von NSV-Schwestern, das war auch so eine nationalsozialistische Frauengemeinschaft, wurde erledigt und die nähen auch Knöpfe an und machen Reißverschlüsse, wenn mal sowas ist und so. Aber ich habe in der Zeit, wo ich da war, keine NSV-Schwester gesehen. Das haben wir selber gestoppt. Die Socken, die wurden nicht gestopft, wie das so üblich war früher, sondern die wurden zusammengezogen. Und meine Mutter hat einmal, wie ich dann wiederkam, ein paar Socken probehalber mal aufgemacht und hat geguckt. Da waren praktisch 15 Löcher drin. Die hatte ich aber alle zusammengezogen. Und die Socken wurden immer kleiner. Ne? Aber der Ort am Chiemsee war nicht die Adolf-Hitler-Schule, sondern das war... Nein, das war so eine Vorstufe, war so ein Lager, war das. Und Sie wären aber gerne auf diese Schule gegangen? Also wir waren eine Meute, das war eine richtig schöne Kameradschaft, das war schon okay, prima war das. Und Sie sind dann aber nicht auf die Adolf-Hitler-Schule gegangen, weil der Krieg schon so weit fortgeschritten war? Nein, da hab ich keine Zusammenhänge gesehen als Junge. Für mich war das interessant in der Gruppe da, wir machten da tolle Sachen da, nicht? Auch hier die ganzen Hitler-Jugends, die es da gab, da eine Gruppe, die machte Segelflug, nicht bei uns, oder Motorsport und Bootssport und sowas alle. Ja, das ist doch toll für Jungs, oder? Auch schon mit der Waffe umgegangen? Ne, da haben wir Waffe. Ja, nachher in den letzten Tagen, bevor der Amerikaner und der Engländer einmarschierte,
Da waren wir ja evakuiert im Schaumburg-Lippischen Land. Da sind wir noch an der Panzerfaust ausgebildet worden. Mhm. Aber war ja, unser Gruppenführer, der hat uns das erklärt, wie das Ding funktioniert. Aber so ein Ding abgezogen habe ich es nie. Und was wir auch gebaut haben, war Panzergräben und Panzersperren. Und die Sauerei war ja wir haben mal locht wie die Berserker. Und die Panzer sind an der Seite vorbeigefahren. Das war die große Enttäuschung. Sie hatten Hoffnung mehr. Kein Panzer ist reingefallen. Ist Gronau denn bombardiert worden während der Zeit des Krieges? Nein, im Gronau sind nur Bomben gefallen von Flugzeugen, die angeschossen worden sind, aber bei dem Angriff aufs Ruhrgebiet. Und die dann beschädigt waren und die Bombenlast noch nicht abgeschmissen hatten und die dann versucht haben, über bewohnten Gebiet ihre Bomben, die noch in den Schächten waren, abzuwerfen. Mhm. Also, aber direkt bewusst bombardiert worden ist Gronau nicht. Also war die Evakuierung gar nicht notwendig? Die war eigentlich, wenn ich es im Nachhinein sehe, war die eigentlich gar nicht notwendig. Aber das war die Propaganda. Man hat uns ja da ich darf das jetzt ruhig sagen, vor den Negern, nicht wahr, sind die Frauen. Die Neger haben die Frauen nur vergewaltigt und sowas. Das kam ja alles durchs Radio. Und daraufhin hat unsere Mutter sich wohl entschlossen, mit Bewilligung meines Vaters vom Krieg her und von Russland her, ja, aber nötig ist es nicht gewesen. Ne. Glauben Sie, dass Ihre Mutter der Propaganda Glauben geschenkt hat? Ja. In diesem Fall? Man konnte ja nicht das Gegenteil beweisen. Das ist ja das Problem. Mhm. Ich kann etwas glauben, und wenn mir jemand das Gegenteil beweist, dann habe ich ja einen Vergleich. Aber wir hatten noch gar keinen Vergleich. Mhm. Und bei den Russen hier in der ehemaligen DDR ist das noch viel schlimmer gewesen. Da ist es wirklich viel passiert. Bei uns ist doch nichts gewesen. Die dunkelhäutigen Amerikaner waren für uns Kinder die Liebsten. Bei denen waren wir Kings. Wir haben Schokolade, wir haben Kaugummi. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn ich heute einem Jungen zum Geburtstag meinetwegen ein Päckchen Kaugummi schenken würde. Der würde dich verklagen wegen Beleidigung oder irgendwie was. Das war für uns die Seligkeit, ein Kaugummi. Da haben wir eine Woche drauf rumgekaut. Gab es während des Krieges allgemein eine Situation, wo Sie sagen würden, da habe ich ihn gespürt? Ja, also ich habe einmal, mein Vater war schwer verletzt und er lag in Rheine im Lazarett. Er wurde in Russland verwundet? Ja, und wir haben ihn immer besucht. Meine Mutter und ich, einen Tag meine Mutter und einen anderen Tag ich. Dann sind wir von Gronau nach Rheine mit dem Zug gefahren und ich habe einmal in einem Zug gesessen, der von Jabos, da Yachtbombern der Briten angegriffen wurde und wo die Lokomotive zerschossen wurde. Und ein Soldat, der mit mir zusammen im Abteil war, der in Urlaub war, der hat mich genommen und wir sind dann rausgesprungen in den Graben. Und da, wo wir gesessen hatten, war genau eine MG-Gabe von einem 2 Zentimeter Geschoss durchgegangen. Also das hätte ich sehr wahrscheinlich nicht überlebt. Wurden denn auch Waffen geliefert mit diesem Zug oder warum wurde das? Nö, das waren reine Personenzüge. Die haben immer versucht, die Lokomotiven auszuhören. Und hinten an dem letzten Waggon war immer ein offener Lorenwagen mit einer Vierlingsflak. Ne? Da saßen dann so 3, 4 Kameraden drin, die dann da versucht haben, die Jungs da vom Himmel zu holen, aber das ist nicht auch, weil die ganz geschickt waren. Die haben sie immer angegriffen, wenn der Zug in einem Wald war. Dann konnten die von der Seite kommen, wurden vorher nicht gesehen und dann gingen die drüber. Ich war natürlich, wie das passiert war ich natürlich in der Schule der King, ne? Das kann man sich ja vorstellen. Ne? Aber Sie haben die Geschichte dann breit getreten. Habe immer noch ein bisschen dabei gemacht. Im März 1945 war der Krieg in Gronau vorbei. Ja, da waren wir ja. Da waren Sie schon evakuiert? Da waren wir evakuiert. Wir sind ja nur ganz kurz evakuiert gewesen. Warum, wie gesagt, haben wir uns darüber unterhalten. Ich weiß es bis heute nicht genau, aber es war so. Und ja, dann sind wir wieder zurück nach Gronau.
Ja, und dann war bis zum Herbst war ja gar keine Schule. War ja alles durch. Und dann nachher wurden die Schulen ja dann getrennt. Das war ja früher Gemeinschaftsschule und jetzt wurde es getrennt, evangelische und katholische getrennt. Und da wir nur eine Schule zur Verfügung hatten, weil in unserer eigentlichen Schule waren belgische Besatzungstruppen. Und dann waren wir in der Buterlandschule und dann eine Woche die katholischen morgens und wir nachmittags und dann die nächste Woche umgekehrt. Und das ging dann, bis die Belgier abzogen und die wieder renoviert wurde einigermaßen. Die hatten die in einem saumäßigen Zustand zurückgelassen. Wie das Soldaten vielleicht so machen, weiß ich auch nicht. Und ja, dann war die Schule. Und ich war ja auf dem Gymnasium gewesen. Und dann wir konnten es uns finanziell nicht mehr erlauben. Und ich war auch in ein laufendes Schuljahr reingekommen. Ich bin da nicht so richtig mitgekommen. Und dann macht das dann auch keinen Spaß, wenn man nicht richtig... Und nach dem Krieg, Vater war erst nicht da. Und erst bin ich dann weiter zur Volksschule gegangen. War auch ganz nett. Haben Sie bezüglich also in Gronau waren Belgier und Engländer stationiert? Ja. Haben Sie unterschiedliche Behandlungen erfahren seitens der Soldaten? Also wir überhaupt nicht, nein. Also wir Jungs und so, die Bevölkerung, würde ich sagen. Ja, das Einzige war, nach dem Krieg ist eine 3-Kilometer-Zone von der holländischen Grenze nach Deutschland rein als Niemandsland. Der da drin gewohnt hatte, musste die Wohnung verlassen, die Häuser verlassen. Und da waren natürlich Obstgärten und die auch Obst hatten. Und wir Jungs, wir haben uns natürlich da hervorgetan, nicht? Und wir haben auch geschmuggelt, nicht? Nach Deutschland, nach Holland, weil da gab es für Besteck und Bettwäsche gab es Lebensmittel, nicht? Kaffee, Tee, Pannkuchenmehl und sowas, was es bei uns nicht gab. Die Holländer hatten ja alles. Und da haben wir auch geschmuggelt und wir wussten ja auch, wo die Zöllner ihren Dienst hatten. Wir wohnten ja in einer Zöllnersiedlung. Vater war ja auch Zöllner gewesen damals, aber da war es ja noch nicht wieder. Ja, und da hat man sich so als Junge, so von 13, 14 Jahren, hat man sich so durchgeschlagen. Mutter hatte immer Angst, wenn ich losging. Sie wusste davon? Ja, nicht so direkt immer. Haben Sie dieses, nennen wir es mal, Rabaukentum auch auf Ihre Schulzeit irgendwie übertragen? Also würden Sie sagen, Sie waren in der Schule einer, der auch mitunter Probleme bereitet hat? Ja, also ich habe das immer so versucht, so zu machen, dass zum Beispiel im Konfirmationsunterricht habe ich auch immer sehr viel Blödsinn gemacht. Aber der Pastor hat sich nachher bei meiner Mutter bedankt, dass ich so lieb war. Und das habe ich ja dann wohl, das, was ich so gemacht habe, habe ich ja wohl geschickt versteckt. Irgendwie ist es nie so richtig rausgekommen. Sind Sie ein gläubiges Kind gewesen? Nein, kann ich eigentlich nicht sagen, nein. Ich habe bewusst nach den 10 Geboten gelebt oder irgendwie sowas. Das ist, nee. Wir waren zu Hause nicht meine Mutter war eine geborene Katholikin und die ist ja dann evangelisch geworden. Und die hatte uns Achtung vor dem Gesetz und das Gesetz ist ja, die 10 Gebote, da ist ja alles drin. Braucht keine Gesetze, braucht nur die 10 Gebote zu beachten. Kann ich nirgendwo mit anecken. Das ist, in dem Sinne sind wir erzogen worden und das war auch richtig so. Gerechtigkeit gegenüber auch und auch Achtung gegenüber dem Eigentum anderer und sowas, was ja in der heutigen Zeit immer mehr verloren geht, nicht? Und wenn wir Mist gemacht haben, was Sie gerade ansprachen, so Rabaukentum, wir haben auch Mist gemacht, mit Sicherheit. Alles Mögliche, Äpfel geklaut und was nicht alles so üblich war. Aber wenn wir erwischt wurden, mussten wir dafür eintreten.
Wir wurden zur Rechenschaft gezogen. Wir haben das ausgebadet, nicht die Eltern, wie das heutzutage ist. Die Kinder machen den größten Mist und dann die Eltern werden zur Rechenschaft gezogen. Die Kinder, wir selber, nicht vom Gesetz oder von der Obrigkeit, sondern von der Familie selber. Wir wurden selber zur Rechenschaft gezogen. Wir kriegten eine Strafe, die uns ein bisschen wehtat und wo wir auch wieder was gut machen konnten. Das war doch okay, war das. Glauben Sie, dass das eine fürs Leben prägende Erfahrung ist? Dass man selber für seine Taten einzustehen hat? Ja, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also, nee, auch nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt was wüsste, wo ich besonders Mist gebaut habe und das wieder ausbaden musste. Also so ganz groß ist das nie gewesen. Ich hatte ja nachher bei der Einstellung zur Polizei einen guten Leumund. Der mir auch Spaß, der war der Vater eines Freundes, der dann gesagt hat, was für dich soll ich gut sagen? Das muss ich mir aber noch reichlich überlegen. Aber hat er denn doch gemacht. Ich stelle mir das mitunter schwierig vor, dass ja auch in Gronau auf Ihrer Schule, die Sie damals besucht haben, Lehrermangel geherrscht hat. Oder zumindest... Lehrermangel, ja, eigentlich. Das waren ja zum Beispiel viel auch Fräuleins, nicht? Es waren ja Fräuleins, das war so. Man sagt auch hier so im Plattdeutschen, die alten Juffern, nicht? Die Lehrerinnen waren alles Unverheiratete. Und die Lehrer waren ja vielfach auch im Krieg. Wenn sie nicht Parteigenosse waren, wie zum Beispiel unser Rektor, der hat es verstanden, nicht an die Front zu kommen. Und nach dem Krieg waren natürlich viele junge Lehrer, die so kurz das Studium beendet hatten und eingezogen wurden. Die kamen dann zu uns. Da hatten wir natürlich 3 oder 4 junge Lehrer, die praktisch pädagogisch gesehen überhaupt keine Vorbildung, die waren nirgendwo anders gewesen. Die haben ihr Studium beendet und sind in den Krieg eingezogen worden. Das waren aber ganz tofte, die waren ja jung, waren die da. Und eine Geschichte, ich habe mal einmal einem Lehrer wir kriegten Schulspeisung. Und da gab es Sojabohnensuppe und die mochte keiner. Und die haben wir immer mitgenommen in Kochgeschirr. Eine Mutter hatte in Kartoffelschalen gekocht und hat die da reingemengt und die kriegten die Kaninchen denn. Weil die Sojabohnen so eine schmeckte nicht. Und da stand so ein Ding auf der Fensterbank und ich habe das rausgehalten und habe zu dem Kollegen gesagt, Feige fallen zu lassen. Und da hat er gesagt, ja, Feige natürlich, ist klar, weil er die ja auch nicht mochte. Und dann ist sie auf so eine Mauer gegangen und hat so einen jungen Lehrer, war von oben bis unten war der voll Sojabohnensuppe. Ne? Habe in der Früh eine furchtbare Stachprügel gekriegt, weil der war stärker. Und den habe ich aber nach 40 Jahren wieder getroffen und habe ihm das gesagt. Als ich als Verkehrserzieher an der Schule war und dann habe ich gefragt, ob es noch einen alten Lehrer gibt. Und da haben die gesagt, ja, Lehrer Schmidtgarl hier, der wird nächste Woche pensioniert. Und da bin ich zu dem hingegangen in der Uniform und habe gesagt, guten Tag, Herr Schmidtgarl. Und da hat er gesagt, kennen wir uns? Ja, ich weiß nicht. Waren Sie nicht ganz junger Lehrer in der Luisenschule? Ja. Hatten Sie da immer so eine Panzerjacke an aus dem Krieg? Ja, sagt er. Ich sag, war die mal voll Sojabohnenmehl? Suppe? Ja, und dann hat er gesagt, du warst das, du Saukopf. Wurde der Nationalsozialismus in irgendeiner Form während Ihrer Zeit auf der Schule thematisiert? Eigentlich nur so weit, dass wenn Festtage waren für Geburtstag, 20. April. Ich meine nach dem Krieg. Nach dem Krieg, nein, nicht. Da ist fast überhaupt nicht von gesprochen worden. Das ist ja das Schlimme dabei. Was ich immer wieder sage, warum hat man nicht sofort versucht, da aufzuarbeiten? Warum fangen Sie jetzt an, einen 84-Jährigen vor Gericht zu stellen, weil er an der Ermordung von 300.000 Juden beteiligt war? Das ist eine Sauerei, es ist furchtbar. Aber warum geht's erst? Warum nicht da, sofort? Oder wenigstens 10 Jahre oder 15 Jahre danach? Jetzt nach 45, 50 Jahren. Ist doch sinnlos, ist das doch.
Ich finde das. Da kann man sich ja noch Jahre, da kann man sich drüber unterhalten. Ich bin gegen das ganze System. Bin ich nach dem, was da passiert ist, das ist furchtbar, ist das. Aber die Aufarbeitung, die ist aber das ist genau wie die Aufarbeitung der DDR. Die liegt sehr, sehr, sehr im Argen. Glauben Sie denn, dass diejenigen, die damals Schuld hatten, die in der Verwaltung saßen, die nun Schreibtischtäter vielleicht gewesen sind, glauben Sie denn, dass die auch danach Funktionen übernommen haben? Ja, selbstverständlich. Was dann auch der Grund gewesen ist dafür, dass es nicht man muss sich doch mal Folgendes vorstellen. Wir haben es doch an dem jüngsten Beispiel in der DDR. Ich kann doch nicht einfach eine Verwaltung von 18 Millionen Menschen total auswechseln, wenn ein anderes System kommt. Wie will ich das denn machen? Das geht doch gar nicht. Und wir waren damals, wir waren 60 Millionen oder 70, ich weiß es nicht genau. Wie will ich denn eine Verwaltung von 70 Millionen Menschen auswechseln? Das geht doch gar nicht. Da müssen doch Alte, ich meine, die Köpfe, an die hätte man rangehen sollen. Aber wenn ein Nazi-Richter Bundeskanzler wird, nicht, dann muss ich mir natürlich an den Kopf wacken und sagen, da kann ja was nicht in Ordnung sein. Ja. Das war meine parteipolitische Zugabe. Wenn wir mit Ihrer Biografie fortfahren, Sie haben nach Ihrer schulischen Laufbahn eine Ausbildung als Feinblechner absolviert. Ja. Hat Sie das väterliche Geschick, Ihr Vater hat eine Ausbildung zum Schmied? Ja, also das hat mich, mein Lehrer hatte mir eine Stelle als Bürokaufmann und das war nicht mein Ding, weil ich handwerklich eigentlich, glaube ich, wohl ganz gut begabt bin. Und ich hätte das, glaube ich, nicht durchgestanden. Damals hätte ich vielleicht durchgestanden. Man gewöhnt sich an alles, aber ich wollte das nicht. Und mein Vater hat mir dann diese Stelle besorgt, die ja nun seinem Beruf nahe kommt. Also dieses väterliche Geschick mit den Händen zu arbeiten, quasi auf Sie übertragen? Das habe ich von ihm, ja. Okay. Aber Mutter hat nur gestrickt. Aber jetzt genau diese Stelle als Feinblechner, war das was auch im Rahmen einer gewissen Not entstand? Oder war es gab ja keine Lehrstellen, nicht? Es gab ein echter Lehrstellenmangel. Ich habe ja ein Jahr länger, bin nicht 8 Jahre zur Grundschule gegangen, sondern 9 Jahre. Wir mussten ja ein Jahr länger machen, weil es keine Lehrstellen gab. Und dann hat man gesagt, gut, in Ordnung, dann kann man die Schulzeit noch um 1 Jahr verlängern. Da kann man sich ja dann schon mal, und da bin ich auch mal beim Bauern gewesen, nicht? Und das wurde dann nicht so eng gesehen, weil wir ja das 9. Schuljahr machten und da wurde kein richtiger Abschluss war, da gab es ein Zeugnis und einen Feierabend. Aber die Karriere als Landwirt, die habe ich auch nicht eingeschlagen, obwohl ich sehr naturverbunden bin. Und Ihre Familie ja selber einen kleinen Hof gehabt hat? Zumindest Nein, wir hatten, wie das üblich war, jede Zollwohnung hatte einen 1000 Quadratmeter großen Garten. Mhm. Und dieser Garten war nötig, um die Versorgung der Familie auch im Winter zu sichern. Es musste eine Vorratswirtschaft betrieben werden, es musste eingemacht werden. Und das war schon wichtig. Ohne dem ging es nicht. Mein Vater verdiente damals mit einem Kind. Ich habe die Lohnstreifen, die hat er immer gesammelt. Warum, weiß ich auch nicht. Und als er starb, habe ich die mal so nachgeguckt. Er hatte 1938, wo ich noch alleine war, 1939 ist mein Bruder geboren, verdiente er 125 Mark. Ne? Mein Gut war eine Dienstwohnung, die kostete vielleicht so 20 Mark und da musste schon gerechnet werden. Ne? Sie haben aufgrund dieses Grundstücks nie Hunger leiden müssen? Nö, eigentlich nicht. Ne. Hunger nicht. Ne. Sie sprachen auch in diesem Zusammenhang von der Vierfelderwirtschaft, die Ihr Vater zu Hause eingeführt hatte. Als Vater aus der Kriegsgefangenschaft kam, da hatte er die letzte Tabakernte verpasst. Und für ihn blieben nur die Strünke über. Und sein Kumpel und er, die beide zusammen aus der Gefangenschaft kamen, die haben dann diese Strünke mit der Holzraspel geraspelt.
Und das dünnste Papier, was in der Familie aufzutreiben war, war das Papier vom Gebetbuch meiner Mutter. Das war das dünnste. Da wurden die Zigaretten mitgedreht und die mussten dann, konnten die Zigaretten nicht so rauchen, sondern die konnten die nur so rauchen, so, weil sonst fiel das Sägemehl da raus. Und dann war die Vierfelderwirtschaft, nicht? Ein Feld war immer Tabak. Wie lange ging das? Ja, bis es Tabakwaren wieder zu kaufen gab. Das war ja stellenweise dann vor der Währung. Und kurz nach der Währung haben sie auch nur immer Tabak angebaut, aber das war dann nachher nicht mehr attraktiv. Ne? Aber Vater war Spezialist. Sein Tabak war nicht weltbekannt, aber der war schon gut. Da haben wir Jungs, auch öfter einen Joint reingezogen, wo es uns schlecht war, mit Nikolauspfeifen und so, wie das so üblich war. Aber mit Nikolauspfeifen? Ja. Okay. Kennen Sie nicht vom Stutenkerl? Doch, doch. Sie sind nicht lange in dem Beruf des Fernblechtlers geblieben. Sie sind schnell zur Polizei gegangen. Ja, weil wir haben für die Textilindustrie gearbeitet. Befeuchtungsanlagen, Berieselungsanlagen und Entlüftungsanlagen. Das war ja unser Beruf. Und 1951, als ich die Lehre aus hatte, war die Textilindustrie, lag die am Boden. Die hatte Kurzarbeit. Da sprach in ganz Deutschland noch keiner von Kurzarbeit. Das boomte alles. Aber die Billigwaren aus Fernost, die haben den Textilmarkt kaputt gemacht und die hatten nicht frühzeitig umgeschaltet auf Billigware, sondern die machten weiterhin Qualität, weil sie das so gelernt hatten. Ein Anzug der damaligen Zeit war ja auch nicht dieser Mode unterworfen, wie es heute der Fall ist. Wenn ich heute mir einen Anzug kaufe, ist er in 2 Jahren unmodern. Ich sage das immer so aus Spaß, wenn ich als Kiepenkerl unterwegs war, dann habe ich immer gesagt, der Bauer hat sich zur Hochzeit einen schwarzen Anzug gekriegt und damit ist er in eine Kiste gelegt worden. So lange hat er gehalten, das war Qualität, war das. Und das wollte man ja gar nicht. Man wollte ja, die Mode war ja, das musste ja, und da hatten die richtige Schwierigkeiten. Und unser Chef hatte keine Arbeit mehr. Kamen keine Aufträge rein. Und dann wollte ich gerne in den Kohlenpott, da gab es ja Arbeit. Aber die wollten mich vom Sportverein nicht weglassen, weil ich habe ja in der westdeutschen Jugendauswahl gespielt. Und ich sollte für die erste Mannschaft aufgebaut werden. Und dann war ich Platzwart, war ich dann nach der Lehre beim Sportverein. Da habe ich sogar mehr verdient als Schlosser. Als Jungschlosser habe ich 68 Pfennig in der Stunde verdient. Das war bei 48 Stunden Arbeitszeit, nach Abzug der Sozialabgaben, waren das in der Woche 27,55 Mark. Die habe ich abgegeben zu Hause. Mein Vater auch noch nicht wieder beim Zoll war. Auf 50 Pfennig behalten. Und freitagsabends war mit der ersten Jugendmannschaft Kinowechsel. Eddie Konstantin, Tom Prox, Billy Jenkins in den Rabaukenkino. 40 Pfennig Rasiersitz und 10 Pfennig blieben über für eine Rolle Storks Karamell. Und das war unser Sonntagsvergnügen und Fußballspielen. Herrlich, ne? Toll. Ich habe mich wohl dabei gefühlt, das war toll. Ich hätte mir nie vorstellen, jemals aus Gronau wegzugehen. Kumpels, alles war da. Sportverein war da, herrlich. Sie sind dann 1951 zur Polizei gegangen. Würden Sie sagen, dass das ein Beruf gewesen ist, der Sie erfüllt hat im Laufe Ihres Lebens? Doch, ich habe das nie bereut. Ich meine, es ist ja Beruf hin, Beruf her, Berufung und zu etwas geboren sein. Das sind immer so Phrasen, die so abgeschossen werden. Wenn ich mich hier umschaue in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, fast keiner übt noch den Beruf aus, den er mal gelernt hat. Nicht? Und mein Vater, weil es war auch eine Notwendigkeit, ich musste ja etwas machen. Und mein Vater hat gesagt, mach das mal, dann bist du auf der sicheren Seite. Das Geld war natürlich ziemlich mau, wir kriegten 98 Mark im Monat.
Und die Kollegen, die natürlich in der freien Wirtschaft waren und mehr verdienten, die haben mir dann auch mal ab und zu einen ausgegeben. Aber ich glaube, im Moment bin ich so weit, dass ich einen ausgeben darf. Ich bin gut zufrieden mit dem. Ich habe alles. Nette Familie, nette Freunde. Habe mir ein kleines Häuschen gebaut hier. Und ich bin zufrieden. Ich will gar nicht mehr haben. Mal wenn einer sagt, hör mal, du gibst noch 10.000, kaufe ich mir vielleicht eine Rolex, weiß ich noch nicht, aber die von Ishibo, ich zeige die gleiche Zeit an. In welchen Bereichen im Polizeidienst haben Sie gearbeitet? Ja, ich war ja erst in der Bereitschaftspolizei und dann bin ich dann aufgrund meiner sportlichen Tätigkeit als Handballtorwart, kam ich nach Remscheid hin. Und dann bin ich aber wieder weil ich das nicht wollte, ich hatte in der Zwischenzeit meine Frau kennengelernt, ich wollte gerne nach Münster hin, aber das war sehr schwierig. Und dann bin ich wieder zurück nach Bork und habe da auf der Schule nachher Fahrlehrer gemacht. Ich war auf der Schule für Technik und Verkehr in Essen und habe einen Fahrlehrer gemacht. Und dann wollte ich auch nicht nach Essen hin. Die Fahrlehrer sollten alle nach Essen und so bin ich dann weil die in Münster brauchten sie beim Polizeisportverein einen Torwart und so bin ich dann mit Vitamin B nach Münster gekommen. So. Und da bin ich seit 1960. Auch im Bereich der Verkehrserziehung geblieben? Nein, erst war ich bei der Verkehrsüberwachung und dann suchte man für das neu gegründete Kasperl-Theater suchte man Leute und da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache mit Kindern, das möchte ich wohl machen. Und so bin ich 30 Jahre lang Verkehrserzieher gewesen. Erst beim Regierungspräsidenten und nachher bei der Stadt Münster, also beim Polizeipräsidenten in Münster. So, habe ich mit Überzeugung gemacht. Das war eigentlich das, was ich eigentlich von meinem Dienst vermisst habe. Die Dienststelle nicht und die Kollegen habe ich auch nicht unbedingt vermisst. Aber meine Kinder, die habe ich schon manchmal vermisst. Die größte Leidenschaft in Ihrem Leben, neben der Polizeiarbeit, ist wahrscheinlich die Tätigkeit als Büttenredner und Karnevalist gewesen. Da bin ich ja nun auch durch die Polizei praktisch dran gekommen, weil ich konnte so gut unseren Strafrechtslehrer imitieren und das haben wir dann bei der Abschlussprüfung haben wir das gemacht und da haben die gesagt, das musst du weitermachen, Mensch, du hast das Talent dafür und so hat sich das dann so langsam gesteigert, bis ich dann nach Münster kam und hier hat sie eine Karnevalsgesellschaft gegründet, die nur aus Polizisten bestand, die Wittenmüse, Weißen Mäuse, die Verkehrspolizei und bin ich dann so in das Karnevalsgeschehen so mehr oder weniger so langsam reingewachsen und das habe ich dann 50 Jahre gemacht. 1954 hatten Sie Ihren ersten Auftritt? Ja. Erinnern Sie sich noch daran? So, also wenn ich mich daran erinnern sollte, ich wüsste nicht mehr, was ich erzählt habe, aber das, was ich erzählt hätte, würde ich mit Sicherheit heute keine Sau hinterm Ofen mit vorlochen. Aber die Leute, die Zeit war dafür reif. Die Leute hatten einen verlorenen Krieg, die hatten eine Nachkriegszeit, hatten Aufholbedarf, konnten ja nicht feiern, das war ja eine schlechte Zeit und die waren geil auf Feiern. Wenn man sich, die Zeiten bleiben nicht stehen, das ist genau wie in der Bütte, da muss ich mit der Zeit gehen. Was ich nie gemacht habe natürlich ich bin nie unter die Gürtellinie gegangen, was viele gemacht haben. Und das habe ich einfach nicht mitgemacht, weil ich gesagt habe, Humor, der kommt in dieser Zotensprache nicht vor. Da ist kein Humor, ist das. Das sind Zoten, und das möchte ich nicht erzählen. Und das hat man mir auch eigentlich auch wohl immer zugute gehalten. Die haben immer gesagt, den Träger können wir verpflichten, der ist sauber. Sie standen insgesamt mehr als 50 Jahre oder genau 50 Jahre auf der Bühne. Gibt es, ich meine, natürlich wird es den gegeben haben, aber gab es für Sie einen besonderen Moment, an den Sie sich erinnern in Ihrer Tätigkeit als Büttenredner und Karnevalist? Ja, es gab mit Sicherheit einige wirklich lustige Sachen, nicht? Und so. Aber vielleicht eine Sache, die so zum Herzen geht. Bei einer Sozialveranstaltung
stehe ich nach der Veranstaltung im Foyer in Zivil und da kommt eine ältere Dame mit 2 Gehhilfen auf mich zu, guckt mich an und sagt, Sie waren doch gerade der die Dönekes da erzählt hat. Ich sage, ja. Ach, sagt sie, das war so schön, ich habe so herzlich gelacht. Ich wollte gar nicht zu der Veranstaltung hin. Ich bin sehr krank, das sehen Sie ja auch, ich kann schlecht laufen, aber meine Freundin hat gesagt, wir gehen da zusammen hin. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht bereut. Und jetzt darf ich Ihnen, ich war damals schon 60 Jahre, da sagte sie zu mir, junger Freund, das fand ich sehr toll, dann sagt sie, junger Freund, ich darf Ihnen ein Kompliment machen, das werde ich Ihnen nicht vergessen, und wenn ich schon 10 Jahre tot bin. Da habe ich fast Tränen in den Augen gehabt. Das war toll, war das. Ne? Diese alte Frau, die da kaum noch gehen kann und der ich da jetzt vielleicht so ein paar Minuten dass ich etwas gemacht habe, dass sie ihr Schmerzen oder ihren Zustand vergisst. Das fand ich unheimlich toll. Ja, jetzt will ich mir natürlich keine Heiligenschein hier umhängen, ne? Aber das war ein Erlebnis, was fand ich war toll. War das. Die Tätigkeit des Büttenredners zeichnet sich ja nun vielleicht auch dadurch aus, dass man in immer neue Rollen schlüpft. Ja. Wie viele Rollen hatten Sie insgesamt? Ja, ich will vielleicht sagen, also 20 mit Sicherheit, mit 20 verschiedenen Kostümen, weil ich das immer, es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal gibt es einen Büttredner, der immer den gleichen Typ macht, der alleine schon, wenn er auf der Bühne auftritt, schon die Lacher auf seiner Seite hat, weil die wissen, oh, das ist ein toller Kerl. Oder es gibt welche, die machen jedes Jahr ein neues Kostüm, das ich gemacht habe. Beides hat Vor- und Nachteile. Aber ich bin mit meinem ganz gut vor. Und ich habe immer versucht, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, von Bühne zu Publikum, dass ich mich mit denen unterhalte. Nicht hinstellen und planlos Witze erzählen, sondern in der Rede muss ein Fluss sein und es muss auch zum Kostüm passen. Ein Maurer, Tönne Mörtel, den ich gemacht habe, der ist so toll angekommen, dass meine Frau, wie wir die ersten Wochen in Techte wohnten, in den Geschäften mit Frau Mörtel angeredet wurde. Und das beweist mir, dass das Ding angekommen ist. Ne? Dass heute noch immer wieder bei den Spaziergängen Ältere, die mich von damals noch kennen, mich mit Mörtel. Tönne! Die wissen genau, dass ich Peter heiße, aber die sagen Tönne. Nee. Was ist der Vorteil, wenn man verschiedene Rollen spielt? Ja, man kann sich auf dieses Thema konzentrieren, meinetwegen auf den Postboten, auf den Taxifahrer, auf den Handwerker, auf den Schuljungen oder auf einen Müßiggänger, so einen Lebemann oder wie den Tönne Mörtel. Ich habe die Rollen spielen immer in dem Milieu und die Witze sind immer, nicht unbedingt alle Witze, aber doch viele sind aus diesem Milieu. Und das geht heutzutage verloren. Heute stellen sich die Comedies, die stellen sich auf die Bühne und wie zum Beispiel ein Barth, wie der heißt, da ist ja Barth, nicht? Mario Barth, nicht? Der erzählt vor 70.000 Menschen von seiner Freundin und wie er morgens vorm Spiegel steht. Die Tage habe ich gehört, hat er sich über einen Pups im Flugzeug eine Viertelstunde unterhalten. Finde ich ätzend, finde ich schwach, finde ich das. Es gibt viele tolle Kameraden, die heute die Szene beherrschen, aber da sind einige dabei, wo man wirklich sagen muss, glauben Sie, meine Meinung. Ja. Das ist immer wichtig dabei zu sagen, meine Meinung. Glauben Sie denn, dass die Büttenredner, vielleicht auch Kabarettisten, vielleicht Komödianten, die in verschiedene Rollen schlüpfen, heute weniger werden? Glauben Sie, dass es eher die Richtung geht? Ja. Also im Karneval schon, ja. Also diese Typen, die ich versucht habe zu verkörpern, die werden weniger. Die ziehen sich eine bunte Jacke an, stellen sich hin und erzählen
stellenweise auch vollkommen aus dem Zusammenhang Witze. Nicht? Und man kann mir ein Witzbuch kaufen. Und wenn ich Geschichten erzähle, die dann noch so den Anstieg, als wenn ich das selber erlebt habe. Vieles ist ja, was hat man, es hat keiner einen Witz gemietet. Und wenn einer sagt, den hat er mir geklaut, ja, immer, wo sind wir denn hier? Der hat die gleiche Zeitung gelesen oder Fleischer Zeitung und Bäcker Blume und Neues Blatt, da standen die drin. Und dann hat er die irgendwie in eine Rolle, hat er die eingebaut und dann ist ja kein geklauter Witz. Wer hat denn einen Witz selber erfunden? Früher hat man gesagt, heute Internet, brauchen Sie nur nachzudenken. Soldatenwitze, Klatsch, 3000 Stück. Saufwitze, 4000 Stück. Brauchen Sie nur zu ticken. Früher haben wir die gesammelt. Mussten wir die sammeln oder haben gehört. Ein guter Witz war früher, vor 20, 30 Jahren, wurde von Vertretern. Ein guter Witz in Hamburg erzählt, dauerte 4 Wochen, bis er in München war. Und dann hat man den gehört und wenn der in meine Serie passt, dann verbrate ich den, das ist ja logisch. Es gibt nirgendwo so viel Diebstahl wie auf dem geistigen Gebiet. Jede Menge. Jeder Büttredner und jeder Redner und jeder Kommandant, alle klauen. Aber wenn man so hört, dann sagen sie, das ist alles in ihrem eigenen Kopf entstanden. Hier, dummes Zeug. Ich habe auch geklaut. Sie sind 1993 pensioniert worden als Polizeibeamter. Und 2004 hatten Sie Ihren letzten Auftritt auf der Bühne. Was haben Sie mit der neu gewonnenen Zeit angefangen? Also meine Frau hat auf jeden Fall gesagt, dass nach 3 Jahren sie noch das Gefühl hätte, dass ich Urlaub hätte. Bin immer tätig gewesen. Ich habe vor allen Dingen, mein Hobby ist ja die Schnitzerei und gemalt habe ich auch. Und ich habe immer was zu tun gehabt. Wenn man ein Häuschen hat, hatte man sowieso was zu tun. Und ich habe nie Langeweile gehabt. Ja, ich bin gut zufrieden. Immer wenn Sie nicht weiter wissen, fragen Sie Tönne. Kommt der Bauführer zu mir, sagt er, Mensch, sagt der Tönne, ich bin ganz schwer in Verlegenheit. Stell dir mal vor, wir haben doch diese neue Brücke über der Ems gebaut und die haben wir ganz vergessen zu belasten. Was machen wir da bloß? Ich sag, Bauführer, nicht verzagen, Tönne Mörtel fragen. Sag, pass mal auf. Du lädst sämtliche Schwiegermütter von Münster und Umgebung ein. Und die stellst du oben auf die Brücke drauf. Ja, sagt er, und dann, ich sag, pass auf, wie geht da los? Wenn die Brücke hält, dann ist es ein gutes Werk. Und wenn sie einstürzt, haben wir ein gutes Werk getan. Ja, aber zum Beamte war ich nicht geeignet. Nein, nein. Ich musste mich immer so kolossal schämen, wenn wir am ersten unser Geld abholten. Ne? Und vor allen Dingen, der Beamte hat ja ein so schweres Los zu tragen. Was der arbeiten muss, glauben Sie gar nicht. Zum Beispiel der Montag, das ist der arbeitsreichste Tag. Ja, da muss der 2 Kalenderblätter auf einmal abreißen. Mein Chef, das war auch so einer. Hat immer auf den Putz gehauen, er wäre Akademiker. Ich habe da mal überprüft. 3 Semester Bauermalerei auf der Volkshochschule. Aber auf der Sahne hauen. Hat er immer so Schlagworte drauf. Hat er mal so eine Serie gehabt. Alles war phänomenal. Ich sag, Chef, was ist eigentlich phänomenal? Ja, sagt er, wenn so einer in so eine Rakete steigt, lässt sich auf den Mond schießen, geht da spazieren und kommt wieder. Das ist phänomenal. Ja, sagt er, was meinen Sie denn, was phänomenal ist? So, wenn ich mir dazu überlege, so eine Thermosflasche. Was ist da denn dran phänomenal? Ja, passen Sie mal auf, sag. Im Winter bleiben die Getränke da drin heiß.
Und im Sommer bleiben die Getränke kühl da drin. Ja, sagt er, und? Ich sag, woher weiß die Thermosflasche, ob Sommer oder Winter ist? Leben doch an der Wirklichkeit vorbei in Bonn. Uns fordern sie auf zu sparen. Es wird alles teurer. Die glauben das doch gar nicht. Kohl ist mit dem Blüm in der Stadt gewesen und wollten mal Preisvergleich machen. Da kommen sie am Geschäft vorbei, da sagt der Kohl, guck dir das an hier, Norbert. Da eine Hose, 15 Mark. Da eine Jacke, 20 Mark. Da ein ganzer Mantel, 30 Mark. Da sagt der Norbert, Helmut, lass uns weitergehen, wir stehen vor der chemischen Reinigung. Herr Dräger, wir würden gerne mit Erkenntnissen und Meinungen fortfahren, die Sie im Laufe Ihres Lebens bisher sammeln konnten. Dieser Teil unseres Konzepts ist zweigeteilt. Im ersten würden wir Ihnen allgemeine Fragen stellen, die nicht auf biografische Details zielen. Sie sprachen vorhin davon, dass Sie viel mit Holz gearbeitet haben und das auch nach wie vor tun. Warum Holz? Tja, weil Holz warm ist. Metall ist kalt, Eisen ist kalt, Messing ist kalt, sagt der Name schon, ist schon kalt. Kupfer ist wesentlich wärmer und Holz ist am wärmsten. Und Holz lebt. Holz arbeitet. Holz ist erst dann tot, wenn es nicht mehr arbeitet. Ganz im Gegensatz zu Beamten arbeitet Holz, was ordentlich, was gut ist, was sauber ist, immer. Wenn Sie heute den Fernseher anschalten und sich Live-Auftritte von Komödianten ansehen, was würden Sie sagen, ist anders? Ja, also es wird zu viel flaches Zeug erzählt, wo ich wirklich sagen muss, ich kann dann nicht drüber lachen. Das ist für mich nicht witzig, das ist nicht originell. Nur um mich an dem Butterbrot zu beteiligen, da mich auf die Bühne stelle und da so ein dummes Zeug erzähle, das sehe ich nicht ein. Da gibt es andere, es gibt sehr viele gute, aber manche sind aber auch so, dass man wirklich sagen muss, macht da Dingen aus. Haben Sie auch heute noch einen Lieblingskabarettisten? Ja, es gibt einige, also den Grunert mochte ich sehr gerne, weil der so pfiffig war. Und Hillebrand natürlich, das waren Sachen, da kann man ja nur von träumen. Ne? Gibt auch von damals welche, wo ich sagen muss, na, da war ich nicht so ganz mit einverstanden. Ne? Hab den Namen jetzt sogar vergessen da, der ist nachher ins ganz tiefe Milieu abgesackt. Das war aber im Großen und Ganzen die Leute, die damals schon vorm Krieg und im Krieg und nach dem Krieg auf der Bühne standen, die waren schon alle, die hatten eine tolle Ausbildung und vor allen Dingen, die mussten ohne Technik auskommen. Nicht, heutzutage haben die zum Beispiel einen Bauchredner. Ein Bauchredner der damaligen Zeit, der musste mit seiner Stimme, musste er wenigstens 120 Mann beschallen können. Und heute sind das alles Kinder der Technik. Die haben ein dickes Mikrofon vorm Hals, da sieht man gar nicht mehr, ob der die Lippen bewegt. Ich bin mit alten Bauchrednern aufgetreten. Das waren noch Kanonen, waren das noch nicht. Das war noch Spitze. Aber die Leute merken, da ist Geld zu verdienen. Da gehe ich rein. Und da wird stellenweise auf die Qualität gar nicht erachtet. Es gibt tolle. Auch heute noch? Zum Beispiel Bauchredner. Gibt es ganz tolle, gibt es da. Also im Rheinland sind 2, 3. Und oben im Norden sind auch noch 2 hier. Ja, ich vergesse immer die Namen. Aber das sind schon Könner, sind das schon. Ja. Ich will doch bei einem Bauchredner sehen, wie kann ein Bauchredner auftreten vor 1000 Mann? Der in der letzten Reihe, der sieht doch gar nicht, ob der die Lippen bewegt. Ich will doch sehen, dass der die Lippen, ich will das doch wissen. Bewegt der die Lippen? Spricht der wirklich mit dem Bauch? Wie das passiert, weiß ich ja auch nicht. Aber das kann man machen. Man braucht nur die Zähne zusammen machen. Aber darf kein P drin sein. P kann Bauchredner nicht sprechen. Achten wir mal künftig drauf. Die nächste Frage. Man hat das Gefühl, in Deutschland findet generell ein gesellschaftlicher Wandel statt. Das heißt, die Bedeutung von Ideologien im Allgemeinen scheint abzunehmen.
Und auch christlich-konservative Wertvorstellungen verlieren ihren Einfluss auf das Leben von jungen Menschen. Sehen Sie die Entwicklung hin zum Individuum weg von Traditionen als etwas Unbedenkliches an oder glauben Sie, da könnte eine Gefahr drin liegen für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Ich bin in einem Karnevalsverein und dieser Karnevalsverein besteht 50 Jahre. Und vor 50 Jahren haben wir uns ein Statut haben wir entwickelt und haben das geschrieben. Da steht zum Beispiel, der entscheidende Satz ist da: Pflege westfälischen Karnevalsbrauchtums. Und diesem Statut bin ich irgendwie verpflichtet. Und jetzt hat die Zeit, bleibt ja nicht stehen. Und der Karneval hat sich auch etwas verändert, mit Sicherheit. Aber das Grundsätzliche, die Pflege des karnevalistischen Brauchtums, die kann auch eine Zeit nicht wegwischen. Die muss bleiben. Nicht? Wenn ich zum Beispiel, nachdem ich aufgehört habe mit dem Karneval und zum ersten Mal mit meiner Frau unten im Publikum saß und ich vorher gemerkt habe, Mensch, verdammt nochmal, du kannst ja gar nicht schunkeln, du hast ja nie geschunkelt. Du blamierst dich ja. Und da habe ich 4 Wochen vor der Sitzung mit meiner Frau jeden Abend eine halbe Stunde lang Schunkeln geübt. Und dann komme ich zu dieser Veranstaltung und es wird in 4 Stunden Programm kein Karnevalslied gesungen. Da muss ich mir eine Birne packen und sagen, da ist doch irgendwie was im System nicht in Ordnung. Traditionen sollte man bewahren, vielleicht etwas anders stricken, aber Tradition und auch das hat auch was mit Heimatgedanken und sowas zu tun. Nicht, dass zum Beispiel einer sagt, boah, schon wieder ein Kiepenkerl. Ja, der gehört zum Münsterland. Ich kann natürlich nicht nur Kiepenkerle machen, da auftreten. Nicht, das ist so ein bisschen traditionell. Ich bin vielleicht auch in dem Alter, dass ich sage, ich bin ziemlich konservativ eingestellt. So ganz konservativ bin ich. Bin ja mit der Zeit gegangen. Ich musste ja sehen, dass ich einigermaßen am Mann bleibe. Aber so ein bisschen muss ich auf Tradition doch achten, meine ich. Das ist meine Meinung. Vielleicht verkehrt. Die nächste Frage bezieht sich auf den Beruf des Polizisten. Glauben Sie, dass dieser heute ein anderer ist als vor 50 Jahren noch? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das war früher in einem Ort, war der Apotheker, der Schulmeister, vielleicht noch der Bürgermeister, der hatte einen großen Bauernhof. Und der Schutzmann, das waren die Respektspersonen. Der Respekt gegenüber der Obrigkeit geht so ein bisschen verloren. Und man sagt ja auch immer, wir sind Bürger in Uniform. Nicht? Wir haben keine großen Privilegien, alles. Und wenn ein Polizist silberne Löffel stiehlt, dann fliegt er auch raus. Das ist überhaupt kein Thema, nicht? Also ich muss sagen, es ist alles härter geworden, nicht? Wenn man das jetzt sieht, so, wenn man im Fernsehen sieht, wie Polizisten bespuckt, angepöbelt werden, verletzt werden. Sowas hat es früher natürlich nicht gegeben. Das war vielleicht auch noch preußische Obrigkeitsdenken da drin. Aber wir sind Bürger in Uniform, aber wir möchten dann aber auch als vernünftige Bürger behandelt werden. Das ist ganz wichtig. Also es hat sich schon was geändert. Also manchmal in den Ballungsgebieten würde ich sagen, ist es nicht unbedingt ein Vergnügen, Polizist zu sein. Münster ist da ganz anders. In Münster kann es doch ein Vergnügen sein. Mit Münster ist das Einzige, sind die Studenten, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Die wissen, die haben ein Semester Jura studiert und wissen alles besser. Die letzte Frage dieses Teils. Gibt es etwas, das Sie bereuen, niemals getan zu haben? Tja. Man wird ja schon mal im hohen Alter gefragt, würdest du alles genauso wieder machen, wie du es gemacht hast? Im Nachhinein würde ich dann auf jeden Fall sagen, ich möchte ehrlich sein. Ich würde mit Sicherheit das eine oder andere anders machen.
Aber die große Linie, ich würde es genauso wieder machen, wie ich es gemacht habe. Ich habe ab und zu, wenn man auf der Bühne steht, eckt man schon mal an und man sagt auch schon mal was man eventuell zurückholen möchte. Aber im Großen und Ganzen würde ich alles wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Mhm. Das sind alles alte Weinstöcke. Das Wunderschöne ist dabei, wenn man so einen alten Weinstock kriegt, der sieht ja wie Brennholz aus. Und wenn man den dann bearbeitet, dann plötzlich kommen da Figuren raus. Das ist ein Auge, das könnte eine Schnauze sein. Das ist nichts geschnitzt, das ist ist ein Vogel. Das ist das Tolle dabei. Und das ist hier eine Erfindung von mir, das ist ein Original-Diätbesteck. Tja, dieses Werkzeug, das ist das Schnitzwerkzeug, was ich so habe, so ein Teil davon. So mache ich, da habe ich dann Terrakotta, Nikolaus, Putten, alle Variationen. Bis wir das geben können. Wir kommen nun zum letzten Teil, in dem wir Ihnen Begriffe vorgeben, auf die Sie mit einem Begriff zusammenfassen, was Ihnen dazu einfällt. Ja. Gut. Handwerk. Handwerk ist, das sagt der Name schon, das ist Handarbeit, das ist etwas schaffen. Jedes Handwerk ist für mich Kunst. Kunst. Ist Kunst. Alter. Oh, relativ. Kann ich nicht viel. Ich kann einiges dazu tun, indem ich gesund lebe, aber. Wenn Sie es mit einem Begriff umschreiben müssten, der Alter. Ihnen zum Alter einfällt. Alter. Tja. Im Alter muss ich an mein Alter muss ich Zugeständnisse machen. Zugeständnisse. Ja. Homo-Ehe. Ist nicht mein Ding, aber das sind alles liebe Menschen. Ich habe als Polizist schon mal mit welchen zu tun gehabt, nie Schwierigkeiten gehabt. Also ist nicht mein Ding, also wenn sich zwei Männer küssen, ich weiß nicht, finde ich nicht so besonders schön, aber schön, kann ich auch nicht sagen, das ist schön. Wenn er da Spaß drin hat, soll er das machen. Angela Merkel. Ja, also ich glaube, ab und zu hätte ich ihr etwas mehr Klarheit gewünscht, dass sie sich zu vielen Themen nicht so abwartend, sondern direkter verhält. Sie muss auch mal Schmackes sagen. Und sie sagt immer diese Ausdrücke wie ich denke, ich meine, wir meinen, wir werden sehen, das machen wir schon und sowas. Das sind alles Begriffe, die nicht, da ist nichts, da ist kein Wumm hinter. Heimat. Heimat ist für mich da, wo ich lebe, wo ich gerne bin. Muss nicht unbedingt jetzt Westfalen sein, wenn man mich irgendwie hätte beruflich versetzen müssen, wäre vielleicht meine Heimat dann auch in Bayern gewesen, weiß man nicht. Aber meine Heimat ist hier Westfalen. Vierfelderwirtschaft. Vierfelderwirtschaft? Ja, das müsste man einen Bauern fragen. Mein Vater, der wusste ja Vierfelder, der hatte ja Ahnung von Vierfelderwirtschaft. Normalerweise ist es Dreifelderwirtschaft, nicht Dreifelderwirtschaft, weil es gab früher nicht genug Düngemittel und darum war immer 1/3 des Feldes blieb unbestellt, damit es sich erholte. Schon seit der Antike. Oder seit dem Mittelalter. Weiß ich nicht, auch möglich. Das ist schon sehr lange so, ja. Selbstständigkeit. Ist gut. Also ich finde, wenn man selbstständig ist, hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung den Leuten gegenüber, die man ernähren muss und denen man Arbeit gibt. Zum Beispiel, da ist schon eine Verantwortung, ist da schon da. Das ist nicht so einfach.
Also ich weiß nicht, ob ich der richtige Mann für einen selbstständigen Beruf gewesen wäre. Glaube ich nicht. Pegida. Ach, das sind Sachen, da kann ich mich eigentlich gar nicht drüber, das sind Verirrte sind das. Und ich wundere mich nur, warum das gerade im Osten so publik ist. Ich verstehe es nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Also man kann über vieles reden und die Leute sind auch unzufrieden, das sehe ich auch alles ein, aber ich weiß nicht, das ist nicht mein Ding. Bühne. Bühne? Tja, das war nicht unbedingt mein Leben, aber ein Teil meines Lebens. War auch schön, ist schön. Wenn man oben steht und kriegt Beifall, geht auch manchmal in die Hose, aber der Großteil meiner Auftritte waren positiv und da lebe ich von, das war toll. Dass man sagt anschließend, ja, der war ganz gut. Gerechtigkeit. Das ist ganz wichtig für mich. Also ich hasse Ungerechtigkeiten. Und das ist, in meinem Beruf als Polizist ist mir das ja zugute gekommen, mit Sicherheit, dass ich ein Rechtsfanatiker bin. Also ich kann Ungerechtigkeiten nicht haben. Vielen Dank, das war der letzte Begriff. Wir haben noch eine letzte Frage dieses Interviews. Wie geht's weiter? Tja, müssen wir mal den Kameraden da oben fragen. Also wir müssen alle mal irgendwie abtreten und wenn man mit 83 mal so zurückschaut und in die Zukunft schaut, dann ist es ja abzusehen, dass es nicht mehr ganz so lange so ist und die Zeit, die ich noch hier auf der schönen Erde verbringen darf, die möchte ich nutzen. Nicht? Also ich habe Zeit. Ich habe wirklich Zeit. Also er braucht sich da oben nicht zu beeilen. Wenn er natürlich meint, dass ich unbedingt zu seiner Unterhaltung beitragen müsste, ja. Sein Wille geschehe. Hat mit Religion nichts zu tun.